Guten Morgen. Naja gut, guten Morgen kann man nicht mehr sagen. Es ist gerade 10 Uhr. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum kommt der Blödmann da aus dem Caravan raus und labert mich jetzt so sinnlos zu, einfach dranbleiben, dann werdet ihr es erfahren. Wie ihr es dem Titel wahrscheinlich schon entnommen habt, ich bin jetzt endlich mal weg aus Deutschland und wieder im schönen winterlichen Paraguay bei aktuell so um die 25 Grad. Heute ist übrigens Sonntag, der 3. Juni 2022 und diejenigen, die meinen Kanal schon länger besuchen, beziehungsweise schon mehrere Videos da gesehen haben, haben ja auch mitbekommen, es ist nicht meine erste Reise nach Paraguay. Nein, es ist jetzt sogar insgesamt schon die 4. Reise gewesen. Von den ersten 2 habe ich nichts berichtet. Meine 3. Reise, die ich ja im Januar 2020 gemacht habe, habe ich insgesamt 15 Videos hochgeladen auf YouTube und auch auf Odyssey. Bei YouTube werde ich sie dann nochmal verlinken, die gesamte Playliste. Und ja, diese Reise hier ist allerdings ganz anders als die ich vorher unternommen habe, weil diese Reise hatte einiges mehr an Vorbereitungen benötigt und werde ich hier so ein kleines bisschen einblenden, dass ihr mal einen kleinen Eindruck davon habt.
Das war's. Der ganz große zweite Unterschied zu meiner vorigen Reise ist, dass ich dieses Mal nur ein One-Way-Ticket gekauft habe, weil ich habe jetzt aktuell alle Zelte in Deutschland abgebrochen und beginne jetzt hier in Paraguay mein neues Leben. Ja, ich bin ausgewandert und ich werde Deutschland wahrscheinlich, so zumindest der Plan, nur noch zu Besuchszwecken bereisen. Ja, einige haben es schon in den Kommentaren unter den Videos angedeutet oder auch mitbekommen. Die dritte Reise, die ich gemacht hatte, nämlich die im Januar 20, war für mich im Prinzip die Vorbereitung. Das war für mich der Check, kann ich es hier längere Zeit aushalten und kann ich es hier auch im Hochsommer aushalten. Der Januar ist hier halt der Hochsommer gewesen und beides konnte ich mit Ja beantworten. Und während dieser Reise habe ich dann meinen Entschluss gefasst, endlich Deutschland zu verlassen, ihm den Rücken zu kehren und mich hier in Paraguay niederzulassen und ein neues Leben zu beginnen. Und dieses Leben hat vor knapp einer Woche begonnen. Ich bin am letzten Montag, also vor 6 Tagen, gelandet, wurde dann hier herzlich von meiner Bekannten, die ich bei meiner letzten Reise kennengelernt habe, begrüßt und bin jetzt hier untergekommen in Natalicio Talavera, glaube ich, heißt das Nest, vorübergehend, solange bis ich mich hier so ein kleines bisschen eingelebt habe, solange bis ich hier in aller Ruhe ein Grundstück gefunden habe, in welcher Region weiß ich allerdings noch nicht. Ich habe mir gestern ein Grundstück angeschaut. Das kam mir seltsam bekannt vor und nach einem bisschen recherchieren habe ich dann festgestellt, dass ich mir dieses Grundstück zusammen mit meiner Bekannten vom letzten Mal bereits angeschaut habe und damals war ich schon begeistert von diesem Grundstück. Es war damals allerdings abzusehen, dass das Ganze noch 1,5 Jahre bei mir dauern wird. Nein, 2,5 Jahre. 20, jetzt haben wir 22. Von daher kam es für mich nicht wirklich in Betracht, dieses Grundstück käuflich zu erwerben. Und ja, 2,5 Jahre wartet garantiert kein Verkäufer darauf, dass dann irgendwer kommt und dieses Grundstück eventuell kauft. Nun hat sich herausgestellt, dass dieses Grundstück immer noch zum Verkauf steht. Ja, das fand ich damals schon sehr interessant. Ich werde es mir auch demnächst, also in ganz naher Zukunft, nochmal anschauen. Nochmal weiter anschauen, weil ich jetzt hier nichts überstürzen werde, so wie es einige Auswanderer gemacht haben, und in aller Ruhe abwägen, ob es das richtige Grundstück für mich ist. Und wenn, dann werde ich darüber natürlich auch Videos machen. Allgemein möchte ich jetzt auf diesem Kanal weiterhin Videos aus Paraguay primär erstmal senden. Einerseits, um natürlich meine Bekannten zu informieren, hey, hier, ich lebe noch, mir geht's gut. Andererseits natürlich auch, um diejenigen, die einfach mal ein paar schöne Videos sehen möchten. Ich hoffe, dass sie schön werden wir sehen. Bisschen zu unterhalten und vielleicht auch ein bisschen zu informieren, weil es gibt ja momentan immer noch extrem viele Interessenten, die sich überlegen, auszuwandern. Und so wie ich es in meinen Videos bisher immer gemacht habe, werde ich kein Blatt vor den Mund nehmen. Ich werde nach wie vor alle positiven, natürlich aber auch alle negativen Seiten, die mir auffallen, die mir begegnen, versuchen festzuhalten und zu erklären, vielleicht auch die Hintergründe dazu. Aber ich denke mal, für dieses Video, das möchte ich heute nicht so lang machen. Es werden in naher Zukunft noch weitere Videos kommen, weil das ist das, was mir Spaß macht. Aber jetzt habe ich erstmal noch eine ganze Menge zu tun. Ich habe mir diese Woche ist ja Sonntag erst, schon ein Auto angeschaut. Das Auto, was ich mir angeschaut habe, werde ich mir wahrscheinlich diese Woche jetzt, also die kommende Woche, kaufen.
Dann bin ich nämlich auch endlich mobil. Ich bin jetzt hier auf andere angewiesen. Das gefällt mir persönlich nicht ganz so gut. Aber ich habe hier sehr nette Mitbewohner auf diesem Grundstück hier. Die Vermieterin ist hervorragend, super nett, super herzlich, hat mich mit offenen Armen empfangen. Ja, und hier lässt sich es auf jeden Fall aushalten. Die große Frage, wieso sitze ich jetzt vom Caravan und komme da raus? Ganz einfach, ich wohne momentan da drin. Liegt daran, dass es Probleme mit dem Vormieter gab, der aus dem Haus ausgezogen ist, wo ich eigentlich hätte einziehen sollen. Und ja, die ersten Tage war klar, dass ich hier drin übernachten soll. Für mich überhaupt kein Problem. Und ja, da sich jetzt diese Probleme ergeben haben, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen werde, habe ich mich dann entschlossen, ich bleibe einfach da drin, weil da fühle ich mich wohl. Da ist alles drin, was ich brauche, nämlich ein Bett, und alles andere habe ich hier auf dem Grundstück und kann mich hier frei bewegen. Habe ein super herzliches Verhältnis mit der Vermieterin. Inzwischen auch schon eine gute Freundin geworden. Ich werde mir auf jeden Fall noch andere Gegenden anschauen. So möchte ich zum Beispiel unbedingt mal nach La Colmena. Da war ich schon ein paar Mal durchgefahren während meiner letzten Reisen und fand das sehr interessant, habe es aber leider noch nicht geschafft, mir da irgendwelche Grundstücke anzuschauen. Und das ist auch eine Gegend, die mir so von der Landschaft her sehr gut gefällt. Au, irgendwas beißt mich hier gerade. Das ist der Nachteil. Wo war ich? Achso, das Grundstücke in La Colmena habe ich mir noch nicht angeschaut, aber die Gegend ist sehr schön und anders als hier in der Kolonie Independencia sind dort die Grundstücke wohl auch noch bezahlbar. Aufgrund der vielen Zuwanderer hier in der letzten Zeit sind die Grundstückspreise hier extrem explodiert. Und ja, da muss man sich halt überlegen, ob es einem das wert ist oder beziehungsweise ob man sich es leisten kann, hier dann ein Grundstück zu kaufen und ob man wirklich in dieser Gegend bleiben möchte. Ich persönlich habe momentan so den Eindruck gewonnen, dass es mir hier langsam zu deutsch wird, dass ich dann vielleicht sogar La Colmena bevorzugen würde, wenn denn alles andere passt. Aber das wird sich dann mit der Zeit zeigen und ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, und alle, die mich aus Deutschland kennen, ich bin da, ich bin angekommen, mir geht es verdammt gut hier. Ich habe schon wahnsinnig viel Obst gegessen, jetzt natürlich hauptsächlich Zitrusfrüchte, weil im Winter gibt es kaum was anderes oder nicht so viel anderes, überall frisch vom Baum, und frisch vom Baum ist doch das Allerbeste, ist mir das Allerliebste. Mandarinen gibt es hier, Pomelos, also Pampelmusen bzw. Grapefruit, so eine Art. Orangen natürlich reichlich, habe ich hier schon frisch vom Baum gepflückt. Haben wir auch schon ein paar ausgedrückt und super Saft von gemacht. Herrlich, sowas liebe ich. Und das im tiefsten Winter. Okay, ich möchte es jetzt nicht verheimlichen. Die ersten Tage waren kalt, waren sehr kalt, extrem kalt, so um die 8 Grad morgens, wenn man dann 6 Uhr aufsteht. Naja, für den Winter ist das ganz schön, ist in Ordnung. Tagsüber waren es dann wieder so 20 Grad oder 18 Grad. Und ja, wenn ihr euch wundert, warum ich so ein bisschen komisch aussehe, ja, hier gibt es öfters mal Probleme in Paraguay, und aktuell ist hier das Problem, dass wir seit Donnerstag kein Wasser haben. Deshalb geht man hier ein bisschen sparsamer um mit der Hygiene, mit der persönlichen Hygiene, und ja, man weiß halt nicht, wie lange das Ganze noch dauert, weil hier ist man in Paraguay und hier geht alles ein bisschen anders als in Deutschland. Hier ist es nicht üblich, dass man dann einen Notdienst ruft, der sich dann um so Kleinigkeiten kümmert. Und schauen wir mal, tranquilo ist hier das Zauberwort, also schön gemütlich, und wenn nicht, dann halt auch morgen. Und ja, ich bin flexibel, mir macht das nichts aus, und von daher alles wird gut. Und ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, wenn ihr die anderen Videos noch nicht gesehen habt, auf jeden Fall das letzte kann ich sehr empfehlen. Habe ich ja wahrscheinlich schon hier oben verlinkt. Und ansonsten sage ich natürlich wie immer herzlichen Dank für das Zusehen. Wenn ihr es mögt, gerne einen Daumen nach oben.
Wenn nicht, dann schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr scheiße findet. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Video hier aus Paraguay. Die anderen Themen, die ich so auf meinem Kanal hatte, werde ich erstmal ein bisschen zurückschieben wahrscheinlich, weil ich jetzt mit anderen Sachen beschäftigt bin. Ich hatte ja noch so einiges auf der Liste, was ich noch machen wollte. Aber das muss jetzt ein bisschen warten. Eins hatte ich noch fertig aufgenommen, aber da ist mir hinterher dann eingefallen, dass das Ganze noch einen Fehler enthält, wie ich hinterher herausgestellt habe. Und deshalb werde ich das irgendwann auch nochmal neu aufnehmen. Aber egal, das soll es jetzt endlich gewesen sein. Ich nehme gerade 15 Minuten auf. Ich will doch immer nicht so viel labern. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Lico aus Paraguay.